Hallo meine Lieben, letztes Wochenende gab es ja kein Video von mir. Ich musste ganz einfach mal wieder ein bisschen Schlaf nachholen, weil die ganze Geschichte hier mit dem Studio und daneben ganz arbeiten ist nicht ganz einfach. Aber naja, dafür habe ich dieses Wochenende gleich 2 Videos für euch und das erste dieses hier, da geht es um die App von Silhouette, nämlich Silhouette Go. Dazu habe ich eine Frage bekommen und ich dachte mir, das erklärt sich eigentlich am besten, wenn ich euch dazu einfach ein kleines Video mache. Das ist das Video heute und damit starten wir auch gleich nach dem Intro. Die App, von der ich spreche, ist hier Silhouette Go. Die findet ihr im App Store, hat dieses Logo hier. Und wenn ihr da reingeht, dann müsst ihr euch zuerst anmelden und dann hat es ganz viele Hinweise, die euch zeigen, wie ihr die ganze App verwendet. Wenn ihr da durchgegangen seid, ihr könnt ja auch immer wieder aufrufen, wenn ihr irgendwo seid, hat es hier diesen orangen-roten Punkt. Wenn ihr da drauf tippt, dann kommen hier die Hinweise auch wieder hoch. Das Ganze funktioniert über Bluetooth, wo ihr die App mit eurem Gerät verbindet. Und wenn wir uns die Geräte angucken, dann seht ihr auch, mit welchen die App funktioniert. Die Portrait 2, die Portrait 3, Cameo 3, Cameo 4, Cameo 4 Plus und Cameo 4 Pro. Das sind die Geräte, mit denen ihr arbeiten könnt. Ich verwende es hauptsächlich mit der Portrait 3, weil ich die halt einfach extrem handlich finde und naja, die kann man auch gut mal irgendwohin mitnehmen und da muss man eben nicht einen ganzen Laptop mitnehmen, sondern kann die App verwenden. Und deshalb sage ich hier mal Auswahl speichern bei Portrait 3. Ich kann dann immer noch, wenn bei Bedarf, auf die Cameo 4 wechseln, aber hauptsächlich verwende ich es eben mit der Portrait 3, deshalb speichere ich das. So, jetzt gucken wir uns ein paar Projekte an. Ich starte mal mit dem ersten, wo ich einfach was ausplotten will. Und von den Dateien habt ihr die Möglichkeit, was aus eurer Bibliothek zu holen. Das heißt, entweder Designs, die ihr aus dem Silhouette Store habt oder die ihr selber im Silhouette Studio erstellt habt. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel jüngste Downloads und dann im Moment sind es nur die Icons, aber wenn ich dann drauf gehe oder ich sehe es anhand des Namens, welche das sind. Und wenn ich will, dass ich da die Favoriten habe, und dann gehe ich wieder zurück, sage hier Favoriten und da habe ich mir 3 Sachen gespeichert. Ich fange jetzt mal mit einem Design an, was ich mit Flexfolie verwende. Bevor ich drauf drücke, hier noch, ihr könnt auch Sachen von eurem Gerät, also aus dem iPad hervorholen. Und ich zeige euch das kurz. Ich weiß, ich habe hier eine Datei. Und hier steht dann aber, also es ist eine SVG-Datei, aber da steht, SVG-Datei wird nicht unterstützt. Silhouette Go unterstützt zurzeit nur SVG 1.0. Was ich gemerkt habe, wenn ich eben Dateien nehme, die nicht von Silhouette sind, dann hilft es mir, wenn ich hier die App Vectornator verwende, da mein Design hochlade und das ganz einfach speichere. Irgendwohin als SVG-Datei und die Datei versteht ihr lustigerweise. Also, da müsst ihr halt dann, wenn ihr eure eigenen Designs verwenden wollt, vielleicht arbeitet ihr ja sowieso schon mit Vectornator, wenn ihr auf dem iPad arbeitet, dann sollten diese Dateien funktionieren. Bei anderen eben habe ich die ganze Zeit die Meldung gekriegt von wegen, funktioniert nicht, der braucht da 1.0er und eben wenn ich die hier kurz öffne und das nochmal speichere als SVG, dann funktioniert es bei mir. Um euch das auch zu zeigen, so funktioniert die Datei, dass ich die auch integrieren kann. Gehe jetzt aber wieder zurück und nehme hier mein Crafting is cheaper than therapy, weil das ist eine Datei von Silhouette aus dem Silhouette Store
Und jetzt kann ich euch auch schon mal zeigen, was ihr hier machen könnt. Ihr habt klar noch nicht mal ansatzweise die Möglichkeiten, die ihr habt mit dem Silhouette Studio. Es ist eine App und die ist auch dafür gedacht, dass einfach, wenn ich ein Design habe, kurz schnell mal was ausplotten will, dass ich das machen kann. Die wird auch nicht groß erweitert, so wie ich das verstanden habe, sondern das ist einfach der Status, den es gibt. Ich kann hier beim Plus kann ich einfach zusätzliche Dateien hinzufügen. Könnte ich das hier noch einnehmen. Ich kann etwas rückgängig machen, ich kann es wiederholen. Ich kann eine Datei oder sagen wir es mal so, ich kann die beiden Dateien nehmen und die gruppieren. Ich kann die Gruppierung aber auch wieder aufheben. Dann seht ihr, die Box ist wieder um jedes einzelne Design. Also so sind sie wieder freistehend. Wenn ich ein Design habe, das aus mehreren Teilen besteht, dann kann ich auch das noch weiter auflösen. Hier könnte ich das noch verschieben. Das mache ich jetzt alles rückgängig. Dann kann ich etwas spiegeln. Ich kann hier diese Ansicht ist, wenn ich gerne einen Print and Cut machen möchte. Das zeige ich euch dann auch noch ein Beispiel. Und hier haben wir das Raster anzeigen und das wäre dann an den Plotter übergeben. Von den Elementen selber, wenn ich etwas anklicke, ich kann es löschen, ich kann es drehen. Ich zeige es euch kurz mit dem Löschen. Ich kann es drehen. Ich kann es größer, kleiner machen und wenn ich es genau angeben will, wie groß ich es haben will, kann ich hier drauf tippen. Dann kann ich hier sagen, wie groß es sein soll. Inch-Angaben, einmal draufdrücken, dann habt ihr Millimeter-Angaben und so könnte ich jetzt hier einfach die Zahl ändern und sagen, ich möchte, dass das 6,7 cm oder 67 mm ist. Ihr könnt hier das Schloss aufheben, wenn ihr die Proportion verändern wollt. Das könnt ihr hier alles machen. Und das andere hier in der Ecke, das ist ganz einfach ein Duplizieren und Löschen eben über den Abfalleimer. Dann haben wir hier unten noch weitere Sachen. Das ist einerseits die Mattengröße, wo ich sagen kann, ich will ohne Matte was plotten, weil das kann ich ja mit der Porträt. Ich habe jetzt hier aber die Matte ausgewählt. Ich zeige euch, wie es aussieht ohne. Dann habt ihr trotzdem diese rote Box, damit ihr wisst, bis wohin ihr mit eurem Design gehen könnt. Weil wenn ihr etwas rausschiebt, dann wird es nicht geplottet. Wenn ihr es eben innerhalb von dieser roten Box habt, dann wird es geplottet. Geht wieder zurück auf die Matte. Dann Mediumgröße kann ich sagen, zum Beispiel, wenn ich dann drucke, dann ist es bei mir in der Regel eine A4-Seite. Und dann kann ich auch weiter zu den Job-Einstellungen. Das heißt, für mich wäre das Design gut. So will ich das gerne ausplotten. Sage weiter. Und jetzt kann ich sagen, was es ist. Hier Materialeinstellungen, Benutzer definiert, Favoriten, Karte, Papier, Wärmeübertragung, Vinyl, Stoff, Aufkleber mit Kleberücken und andere. Ich habe jetzt hier Wärmeübertragung, weil ich will es ja aus einer Flexfolie ausplotten. Und dann kann ich noch definieren, was für eine es ist. Ich nehme jetzt hier mal glatt und sage weiter. Dann kann ich sagen Skizzen oder Schneiden, das heißt, will ich mit dem Stift arbeiten oder mit dem Messer. Ich sage Schneiden, weiter. Dann kann ich definieren, will ich mit der automatischen Klinge arbeiten oder habe ich die manuelle Klinge oder die manuelle Klinge 2 mm. Ich bleibe hier bei der automatischen Klinge. Dann kann ich hier aber auch noch sagen, ich will spiegeln, weil wir plotten ja aus Flexfolie aus, von dem her soll das gespiegelt sein. Jetzt, bevor ich hier weiter sage, gibt es hier noch eine Einstellung testen oder ändern. Das mache ich mal, weil hier kann ich jetzt meine Einstellung machen. Und ich habe ja so ein schlaues Büchlein, wo ich mir aufgeschrieben habe, wie ich mit der Porträt welche Materialien schneiden muss. Und zwar hatte ich bei mir das so gespeichert, dass ich gesagt habe, Geschwindigkeit 8, Klingentiefe eine 2, die Kraft hatte ich allerdings auf eine 20 hochgenommen und einmal schneiden. Die Matte ist geladen und dann kann ich hier sagen, Testschnitt senden.
Kann man gucken, ob das funktioniert hat. Hat wunderbar funktioniert. Das heißt, ich mache hier meine Einstellung auf eine, bei der Kraft auf eine 20. Speichern Sie diese als neue Einstellung? Ja, gerne. Dann sage ich für mich einfach HTV Caesar. Und dann weiß ich, das nächste Mal kann ich die verwenden und dann funktioniert es wunderbar. Dann kann ich sagen, Einstellung bestätigen. Dann, wenn ihr hierher kommt, dann seht ihr euer Design. Dann könnt ihr das mal markieren und hier habt ihr dann nochmal 3 weitere Einstellungen. Das eine ist, alle Linien verwenden. Wenn ihr euch das anguckt, dann schneidet er dann auch die Innenbereiche. Wenn ich sage Entwurf verwenden, dann würde er nur die Außenlinien schneiden. Und wenn ich sage Linien ignorieren, dann würde er gar nichts schneiden, was ja keinen Sinn macht. Also von dem her, ich will hier alle Linien verwenden. Und bevor ich jetzt sage weiter, muss ich natürlich mein Material auf der Matte platzieren. Und wie gesagt, ihr könnt mit der Porträt auch ohne Matte schneiden. Ich bin dermaßen Gewohnheitstier, dass ich das immer wieder mit Matte schneide. Fragt mich nicht warum. So, jetzt laden wir das Ganze. Dann sagt er auch wieder, ich soll das Material platzieren, sage weiter, ich soll es laden, sage weiter. Automatische Klinge erkannt, wunderbar, sage weiter und dann senden, damit er das schneidet. Wenn er fertig ist, kann ich das Ganze rausnehmen, von der Matte lösen. Dann können wir das Ganze noch entgittern. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I got him. So, dann haben wir das hier entgittert und das hat alles wunderbar geschnitten. Solltet ihr, ich habe euch mal gezeigt mit der Cameo, was es für Probleme geben kann, dass sich das Automatikmesser nicht richtig einstellt. Was ich da nicht erwähnt habe, ist Folgendes. Wenn ihr die Matte falsch eingebt, wenn ihr jetzt die Matte hier drüben orientiert und die einzieht, ich zeige euch das kurz mal. Ihr seht, wie leicht das Ding ist, das kann man mit einer Hand halten. Dann würde er hier hinten, ich hoffe, ihr seht das, hier hinten macht es dieses Klicken, dass er das Messer automatisch einstellt. Jetzt seht ihr aber, dass hier, oder vielleicht seht ihr es, hier ist ein Teil von der Matte, liegt über dieser Ausbuchtung. Das heißt, das Messer kann sich gar nicht richtig einstellen. Somit, wenn ihr die Matte falsch einzieht, an der falschen Stelle, dann funktioniert das nicht. Von dem her, hier der zweite Strich, wenn ihr das da einzieht, dann liegt die Matte nicht mehr über dieser Ausbuchtung und so kann sich dann das Messer auch richtig einstellen. Das war so ein Tipp, den ich bisher nicht erzählt hatte. So, und in der App können wir jetzt sagen,
ist es gelaufen, zufrieden, jo. Jetzt kann ich entweder zurück in die Bibliothek, zurück zum Platzieren oder Job wiederholen. Das heißt, wenn ich das Ganze im Plotter drinnen gelassen habe, nicht die Matte rausgespult habe und da kontrolliert habe und es nicht richtig geschnitten hat, dann könnte ich hier den Job nochmal wiederholen. Dann würde es nochmal an derselben Stelle schneiden oder wenn ich gleich nochmal mit einer Folie dasselbe ausplotten will, könnte ich das auch so machen. Vorausgesetzt, ihr verwendet natürlich dann dieselbe Folie. Zurück zur Bibliothek, dann ist euer ganzes Design, was ihr gemacht habt, nicht mehr auf dem Arbeitsplatz. Wenn ihr zurück auf Platzieren geht, dann seid ihr wieder auf eurem Arbeitsplatz und euer Element ist noch da. Ne? Das ist der Unterschied. So. Und beim anderen, da würde es selber passieren, wie wenn ich hier oben gehe zurück, dann steht Warnung, ihr aktuelles Arbeitslayout geht verloren, fortfahren, okay. So. Jetzt bin ich wieder am Start. Jetzt, was ich euch auch noch zeigen wollte, war das Drucken und dann Schneiden. Also ich mache da jetzt keinen Ausdruck, sondern ich wollte es euch einfach zeigen, nämlich auf was ihr da achten müsst. Ihr habt vorhin gesehen bei der Datei, dieser hier, da hattet ihr rechts an den Linien geschnitten. Wenn ihr jetzt sowas drucken und dann schneiden wollt, dann, also ich zumindest mache es immer so, dass ich ein Offset habe. Und ich hatte mir selber im Silhouette Studio die Datei so ein Offset gemacht. Und dann könnte ich das jetzt so verwenden, um das zu drucken und dann zu schneiden. Oder eine andere Option ist, wenn ich etwas selber zeichne, dann mache ich immer in Procreate einen weißen Rahmen ringsherum, direkt, also quasi wie ein Offset, damit ich das dann da die Sticker so ausdrucken kann und dann ausschneiden kann, wenn ich das als PNG-Datei dann exportiere. Oder ihr sucht halt einfach eine andere Software, wo ihr das machen könnt, dass ihr zu einem Bild ein Offset dazu fügen könnt, weil in der App selber habt ihr diese Möglichkeit nicht. Wenn wir uns das aber angucken, jetzt zum Beispiel bei ich habe hier Sticker von Silhouette und wenn wir uns die angucken, ein bisschen kleiner. Mediengröße mache ich auf eine A4. Und dann seht ihr bei diesen Dateien, dass hier schon ein Offset dazugegeben wurde. Ne? Also teilweise habt ihr bei Stickern tatsächlich das Offset schon mit dabei. Jetzt um Drucken und Schneiden zu machen, dann haben wir hier die Matte. Und da müsst ihr ganz normal auch wie mit der Cameo oder wenn ihr über die normale App das druckt oder über das normale Programm auf dem PC das druckt, darf euer Design nicht über die roten Linien drüber hinausgehen, die da ringsherum sind. Das ist eine. Und das andere darf auch nicht in diesen grauen Bereich hier reingehen. Das heißt, ich könnte mein Design jetzt so platzieren. Ich mache jetzt mal weiter, auch wenn ich es dann nicht ausdrucke, aber wenn ihr das dann alles festgelegt habt, dann könnt ihr hier fortfahren, dann könnt ihr hier sagen drucken, dann wird euer Drucker aufgerufen, ich habe meinen über WLAN angeschlossen, dann würde ich hier eben Papierformat A4 und die Qualität würde ich hochnehmen, dann könnte ich sagen drucken. Dann, wenn ihr das Ganze ausgedruckt habt, dann habt ihr ein Papier mit Passmarken, da habe ich euch schon die Insta-Videos auch gezeigt, wie ihr Drucken und Schneiden machen könnt. Dann weiter zu den Job-Einstellungen. Auch hier würdet ihr wieder die Einstellungen anpassen. Ich würde jetzt hier sehr wahrscheinlich Aufkleber weiß nehmen, sagen weiter, dann auch schneiden. Auch die automatische Klinge hier nicht spiegeln, aber ich würde auch hier hingehen und das Ganze testen, ob das dann auch wirklich richtig schneidet. Und wenn ich die richtigen Einstellungen gefunden habe, würde ich das auch hier speichern, damit ich das beim nächsten Mal dann auch gleich richtig habe. Ich sage jetzt hier mal Einstellungen bestätigen und dann sehe ich die Matte. Ich sehe, dass er da bei Rot eben, ne? Wenn ich das auswähle, dann kann ich hier sagen, entweder alle Linien verwenden, Entwurf verwenden, macht jetzt hier keinen Unterschied, weil ich habe nur das Offset. Wenn ich Linien ignorieren sage, dann würde er das wahrscheinlich nicht schneiden. Der lässt mich erst gar nicht, weil er merkt schon, dass ich muss eigentlich alle Linien verwenden. Kann hier sagen weiter.
Und jetzt führt euch das Programm auch wieder durch. Das heißt, ihr müsst es richtig auf der Matte platzieren und dann die Matte einziehen, das Messer einlegen und dann senden und dann würde er euch die Passmarken lesen und das Ganze schneiden. Erschreckt nicht, wenn ihr hier jeweils die Cameo seht als Vorschau. Es ist natürlich die Portrait, ich habe auch die Portrait ausgewählt, aber sie haben hier einfach ein einheitliches Bild verwendet von der Maschine. Ja, genau, das wäre das Drucken und Schneiden. Und das war eigentlich auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte, ne? Den Umfang von dieser App. Wie gesagt, es ist kein Silhouette Studio, das wird es auch nie sein, ist auch nicht so angedacht, sondern es geht mehr darum, dass wenn ihr irgendwie zum Beispiel schnell was machen wollt, irgendwo unterwegs seid, mit euren gespeicherten Designs da einfach kurz was ausplotten könnt und es funktioniert, wie ihr seht, auch wunderbar. Und na, also ich finde es jetzt eben gerade zusammen mit der Portrait 3, weil die ist echt super leicht, die kann man auch mal einpacken und dann das iPad mitnehmen und dann irgendwie auch in Mobile-Freunden was plotten, geht auch, oder eben hier so kurz auf dem Tisch nehmen und was ausplotten, funktioniert wunderbar. Nur eben Designs bearbeiten ist sehr eingeschränkt. Jo, und das war's eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, das beantwortet die Fragen, die ihr hattet. Und ja, dass ihr da Lust habt, die App selber auch mal auszuprobieren. Die ist gratis und eben könnt ihr wunderbar auf dem iPad installieren und damit arbeiten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!